Ihr werdet schockiert sein, aber gerade jetzt liegen irgendwo unter Wasser vor der Küste Indiens Diamanten in der Größe einer Faust. Und außerdem könnt ihr euch ein brandneues Auto im Ärmelkanal finden. Ich berichte über wertvolle Schiffswracks. Und am Ende erfahren Sie, dass von 100.000 Turnschuhen nur 600 Paar Schuhe an die Menschen geliefert wurden. Viel Spaß beim Anschauen. Ihr alle könnt euch, genau wie ich, aus dem Physikunterricht in der Schule an das großartige Gesetz eines sehr bekannten alten Wissenschaftlers erinnern. Er hieß übrigens Archimedes. Genau, dank seiner Entdeckung sind in unserer Welt die Schiffe entstanden. Und seit den frühesten Zeiten haben sie eine riesige Menge an Fracht transportiert. Aber leider ist die Natur viel komplizierter und es ist unmöglich, alles, was in den Ozeanen passiert, vollständig zu erklären. Genau deshalb gab es zu allen Zeiten Schiffswracks und wird es auch weiterhin geben. Und ich möchte euch von einigen von ihnen erzählen. Es wäre wirklich nicht interessant, über verschiedene Boote, Yachten und so weiter zu sprechen, also werdet ihr heute von den teuersten und spektakulärsten Fällen erfahren, die je passiert sind. Und der erste interessante Fall ereignete sich im fernen 17. Jahrhundert, im Jahr 1622. Es wurde eine ganze Expedition organisiert, um die Schätze von den Küsten Kubas zu bergen. Damals wurde eine ganze Flotte zusammengestellt, die bis oben hin mit Edelmetallen, verschiedenen Waren, Gewürzen und anderen sehr teuren Gegenständen jener Zeit beladen war. Insgesamt bestand diese Gruppe aus ganzen 28 Galeonen. Stellt euch nur vor, wie viel das ist. Und so machte sich die gesamte Flotte auf den weiten Weg in Richtung Spanien. Am 4. September verließ er den Hafen. Das Wetter hatte eine wunderbare Aussicht versprochen, aber schon am nächsten Tag hatte es sich ziemlich stark verschlechtert. Und das drücke ich noch sehr milde aus. Es brach ein richtiger Hurrikan los und viele Schiffe, die buchstäblich mit Edelsteinen überladen waren, konnten ihren Kurs nicht halten. 8 riesige Schiffe gerieten vom Kurs ab, stießen mit Korallenriffen zusammen und sanken. Und unter ihnen war ein ganz besonderes Schiff. Die Galeone Nuestra Senora de Atocha. Was ist das Besondere daran? Das Besondere daran ist, dass es die größte Menge an wertvoller Fracht hatte. Es war buchstäblich bis oben hin mit Gold- und Silberwaren, Münzen und anderen sehr wertvollen Dingen gefüllt. Leider sind fast alle Menschen an Bord gestorben. Es haben nur 5 überlebt. Aber das Interessanteste ist, dass die Menschen erst im letzten Jahrhundert den genauen Ort des Untergangs dieser alten Galeone entdecken konnten. Und wisst ihr, wie viel ungefähr die gesamte Fracht gekostet hat, die vor vielen Jahrhunderten transportiert wurde? Ungefähr $1,5 Milliarden und das nach den Maßstäben des letzten Jahrhunderts. Heute könnte man einen solchen Fund auf 1 Milliarde schätzen. Einfach schockierend. Aber selbst dieser historische Fall ist nicht so interessant wie die, von denen ich euch gleich erzählen werde. Habt ihr schon mal von der Blume des Meeres gehört? Nein, ich spreche jetzt nicht von irgendeiner Pflanze, die man bei einem Spaziergang an der Küste finden könnte. Die Flor de la Mar ist eines der bekanntesten Schiffe der Welt. Dank was hat es seine Popularität erlangt? Alles wegen der Fracht an Bord. Aber darüber erzähle ich euch gleich später. Dieses Schiff wurde im fernen Jahr 1502 in Lissabon gebaut. Zu jener Zeit galt sie als eines der fortschrittlichsten Schiffe. Im Grunde genommen war es der echte Titanic seiner Zeit, denn man hielt es für unsinkbar und wie ihr euch schon denken könnt, wurde es für den Transport von sehr wertvollen Gütern genutzt. Wahrlich, diesen bedrohlichen Titel trug er nicht allzu lange, denn schon nach ein paar Jahren galt er als unzuverlässig, da die Technologien damals ebenfalls nicht stillstanden. Wahrlich, das hat die Menschen nicht davon abgehalten, es auch für militärische Zwecke zu nutzen. Im Allgemeinen gehörte die Blume des Meeres 1511 zur Marine Portugals. Und das alles dank seiner Kapazität. Es war extrem praktisch, eine riesige Menge Fracht zu transportieren. Und so war er am 20. November, wie gewohnt, bis oben hin mit verschiedenen Schätzen gefüllt, die er bei einem Angriff auf die Ostindien erbeutet hatte. Und, wie ihr euch schon denken könnt, ist er wegen des schlechten Wetters gesunken. In jener Zeit war es ziemlich problematisch, irgendeine Fracht vom Meeres- oder Ozeanboden zu bergen. Nun, nach Jahrhunderten, sogar in unserer Zeit, konnten sie im vorherigen Fall alles finden. Hier geht's um die Fracht selbst. Wenn das spanische Galeon Gold und Silber transportierte,
Dann transportierte dieses portugiesische Schiff Smaragde und Diamanten. Können nicht mit gewöhnlichen Ortungsgeräten gefunden werden. Im Grunde genommen liegt das Schiff immer noch irgendwo unter Wasser, und um es herum sind Tausende von Edelsteinen verstreut. Aber wie viel sind sie denn wert? Leute, ich war einfach schockiert, als ich die ungefähre Summe erfahren habe. Laut Schätzungen von Historikern war die Ladung dort 2 Milliarden Dollar wert. Stellt euch nur vor, wie viel das ist. Woher kommen solche unglaublichen Summen? Es liegt daran, dass die Steine dort wirklich sehr groß waren. Einige Diamanten könnten so groß wie eine Faust gewesen sein. Deshalb auch diese riesigen Summen. Deshalb versuchen Schatzsucher bis heute auf irgendeine Weise, den genauen Ort des Wracks dieses Schiffes zu finden. Obwohl es durchaus möglich ist, dass SpongeBob zusammen mit Mr. Krabs schon längst alles in seinen Sief geschafft hat. Aber genug von den alten Unglücken. Lass uns besser über die moderne Geschichte sprechen. Ehrlich gesagt, ich möchte euch gleich sagen, dass solche wertvollen Güter aus irgendeinem Grund nicht mehr in großen Mengen auf einem Schiff transportiert werden. Wahrscheinlich können die Menschen doch aus ihren Fehlern lernen. Und auch Edelmetalle werden in verschiedenen Ländern nicht mehr in solchen Mengen verwendet, denn es sind ja Banknoten und Überweisungen an ihre Stelle getreten. Und außerdem hat die Menschheit eine großartige Erfindung gemacht, den Seekontainer. Er hat eine enorme Festigkeit, eine große Kapazität und der Transport ist extrem praktisch. Also könnt ihr euch keine Sorgen machen, euer Paket von AliExpress wird auf jeden Fall bei euch ankommen. Oder vielleicht doch nicht. Während ich mich auf dieses Video vorbereitet habe, habe ich einen ziemlich spannenden und sehr interessanten Artikel über das Unglück eines riesigen Containerschiffs gefunden. Übrigens trug das Schiff einen interessanten Namen Rena. Ich möchte euch gleich sagen, der Schaden war ziemlich groß, aber zur Gesamtsumme kommen wir gleich später zurück. Im Oktober 2011 transportierte dieses riesige Containerschiff eine Ladung von Neuseeland nach China. An Bord war eine riesige Vielfalt an allem Milchprodukte, Holz, gefährliche Chemikalien, Plüschtiere. Im Grunde genommen ganz normale Konsumgüter. Und so bewegte sich das Schiff auf seiner gewohnten Route. Wenn da nicht ein Aber wäre. Es hat sich aus irgendeinem unerklärlichen Grund um eine ziemlich große Strecke vom Kurs abgewendet. Wozu hat das geführt? Nämlich dazu, dass das Schiff auf Grund gelaufen ist. Ehrlich gesagt, gibt es hier schon einige Fragen. Die Sache ist die, dass das Schiff mit einem Riff kollidiert ist, das auf den Karten verzeichnet war. Außerdem gab es dort sogar einen Leuchtturm, der dem Kapitän eindeutig signalisierte, dass er sich von diesem Ort fernhalten sollte. Aber aus irgendeinem Grund hat er das Schiff bei normaler Sicht nachts genau auf dieses Riff gesteuert. Obwohl die Medien berichten, dass an diesem Tag schlechtes Wetter herrschte, sprechen viele Faktoren dagegen. Heutzutage verfügt jedes Schiff über GPS-Navigationsgeräte, die es einem tonnenschweren Koloss niemals erlauben, vom Kurs abzukommen. Und insgesamt sind die Technologien so weit fortgeschritten, dass es praktisch unmöglich ist, in offenem Meer oder Ozean mit einem Riff zu kollidieren, wenn man sich an alle Regeln hält. Aber die Crew des Schiffes hat es geschafft, genau das zu erreichen. Wofür, übrigens, wurden der Kapitän und noch ein paar seiner Assistenten vor Gericht gestellt. Was war das Hauptproblem des Geschehens? Nein, es liegt nicht daran, dass die Ladung verloren ging oder dass sich die Lieferfristen verzögerten. Das Riff hat den Containerschiff so stark beschädigt, dass eine riesige Menge Treibstoff ins Wasser gelangte. Das alles führte zu einer riesigen Umweltkatastrophe. Es ist schwer zu zählen, wie viele Tiere deswegen gestorben sind. Aber ich kann Ihnen eines ganz sicher sagen. Für mehrere Jahre war alles Lebendige im Bereich der Ölverschmutzung ausgelöscht. Eigentlich könnte man damit schon abschließen. Aber das war noch nicht alles. Die Sache ist die, dass es direkt nach dem Unglück zu einem riesigen Ölteppich kam. Und nach einer Weile ist das Schiff sogar in 2 Teile zerbrochen. Es ist schrecklich vorstellbar, wie viele Erdölprodukte im Ozean gelandet sind. Und all das hat unschuldige Tiere getroffen. Und die Container, die bis zur Zerberstung an Bord blieben, wurden über eine riesige Distanz verstreut. Insgesamt hat diese Katastrophe enormen Schaden angerichtet. Aber ich habe euch doch versprochen, euch von den Zahlen zu erzählen. Also, die verlorene Ladung wird auf 130 Millionen Dollar geschätzt. Was soll man da noch sagen, für welchen Schaden die Natur erlitten hat? Und viele andere Industrien haben darunter gelitten. Zum Beispiel war es unmöglich, in diesem Gebiet Fische zu fangen.
Millionen von Tieren sind gestorben. Diejenigen, die auf wundersame Weise überlebt haben, wurden zur Behandlung geschickt. Insgesamt, wenn man die gesamten Kosten für die Beseitigung der Ölverschmutzung zusammenrechnet, kommt man auf noch einige 100 Millionen. Übrigens haben einige Medien auch berichtet, dass in den Containern, die von diesem Schiff transportiert wurden, extrem gefährliche Chemikalien gewesen sein könnten, die beim Kontakt mit Wasser sogar zu einer Explosion führen könnten. Zum Glück habe ich keine Informationen dazu gefunden. Aber wer weiß, vielleicht sind alle Chemikalien einfach ins Wasser gelangt und töten irgendwo am Grund alles Lebendige. Insgesamt ist das eine ziemlich traurige Geschichte. Es geht um MSC Napoli. Und jetzt geht es um das Schiff MSC Napoli. Also, im Januar 2007 war dieser riesige Containerschiff. Während seiner Kreuzfahrt geriet er in einen heftigen Sturm. Infolgedessen wurde das Schiff sehr schwer beschädigt. Warum habe ich diesen Schiffsunglück mit der Rena verglichen? Die Sache ist die, dass während dieser Katastrophe Ölprodukte, nämlich Schweröl, ins Wasser gelangten. Natürlich führte das zu einer biologischen Katastrophe im Bereich des Ärmelkanals. Aber zum Glück war dieser Fall nicht so ernst. Die Regierungen mehrerer Länder befürchteten ernsthaft, dass das Schiff vollständig unter Wasser sinken würde. Die Sache ist die, dass es vor Ort einfach nicht möglich war, es zu reparieren. Deshalb wurde beschlossen, das Schiff auf eine Sandbank zu schleppen, um dort die wertvolle Ladung zu retten. Da gab's ja auch was zu retten, oder? An Bord befanden sich viele Container mit Chemikalien, verschiedene Ausrüstungsgegenstände und vor allem brandneue BMW-Autos. Stellen Sie sich vor, Sie hätten sich ein Auto aus einem anderen Land bestellt und es kam nicht zu Ihnen nach Hause, sondern landete in Bikini Bottom. Das wäre nicht gerade angenehm, oder? Nicht gerade angenehm, oder? Im Allgemeinen hat Napoli viel mehr wertvolle Güter transportiert. Und von oben kommt dann noch die Beseitigung von Ölverschmutzungen, Rettungsaktionen, das Aus- und Ausladen von allem, was überlebt hat. Insgesamt summiert sich das auf eine ganz schöne Stange Geld. Eigentlich erzähle ich euch gerade all diese Geschichten und merke, dass ich auf meine Tasche, die ich vor ein paar Monaten bei Ali bestellt habe, wohl nicht mehr warten kann. Aber vielleicht war der teuerste Fall eines Schiffsunglücks im Jahr 2013. Im Juni dieses Jahres war ein riesiger Containerschiff auf dem Weg von Singapur nach Saudi-Arabien. An Bord hatte es eine ganze Menge Ladung. In den Listen waren sowohl teure Autos als auch Elektronik und gewöhnliche Konsumgüter. Im Großen und Ganzen ist alles wie gewohnt. Aber ungewöhnlich ist, wie viele Container zerstört wurden. Die Sache ist die, dass in solchen Fällen unbedingt Rettungsaktionen durchgeführt werden. Und wenn die Retter bei den vorherigen Katastrophen es geschafft haben, wenigstens ein paar Container vor der Zerstörung zu bewahren, dann waren es hier, naja, wirklich sehr viele, die beschädigt wurden. Das alles passierte wegen eines Feuers, das während der Schleppung des Bugbereichs des Schiffs ausbrach. Insgesamt waren an Bord des Schiffes etwa 2000 Container, aber die meisten von ihnen wurden einfach durch das Treibstoff zerstört, das genau im Bugbereich gelagert war. Übrigens hieß das Containerschiff Muy Comfort. Naja, jetzt haben sich die Fische und Krabben gemütlich in den überfluteten Teilen niedergelassen. Die Gesamtsumme der verlorenen Ladung wird auf unglaubliche 400 Millionen Dollar geschätzt. Eine runde Summe, oder? Natürlich kann man das nicht mit der Blume des Meeres und ihren 2 Milliarden vergleichen, aber trotzdem. Aber persönlich freut es mich, dass durch diese Katastrophe die Tiere fast nicht zu Schaden gekommen sind. Denn infolge des Unglücks wurde keine große Menge an Erdölprodukten gefunden. Nur ein kleiner Ölfilm, direkt neben dem Unglücksort. Na dann, lass uns jetzt zum spannendsten und interessantesten Teil übergehen. Und es wird um den Containerschiff Hanse Carrier gehen. Das ist auch ein ziemlich großes Containerschiff, das im Mai 1990 von Südkorea in die USA unterwegs war. Und wisst ihr, was an diesem Tag passiert ist? Eigentlich ist nichts Ernstes passiert. Wegen eines sehr starken Sturms sind 5 Container direkt vom Schiff ins Wasser gefallen. Aber die Ladung, die darin war, ist sehr interessant. Es geht darum, dass in diesen Containern eine Partie brandneuer Turnschuhe von der berühmten Firma Nike transportiert wurde. Und das waren nicht irgendwelche, sondern ziemlich teure und beliebte Modelle, die auf Hunderte von Dollar geschätzt wurden, und in den Containern waren etwa 100.000 Turnschuhe. Und wenn man den Preis pro Paar ungefähr berechnet, kommt man auf eine runde Summe von etwa 5 Millionen Dollar.
Übrigens, nicht alle Schuhe sind in den Fond der Mode der Oktopusse gegangen. Einige Container sind trotzdem an den Küsten von Kanada und den USA gelandet. Aber auch hier gibt es eine ziemlich interessante Tatsache. Im ersten Fall wurden mehr rechte Schuhe an den Strand gespült und im zweiten Fall mehr linke. Warum ist das so? Nicht klar. Und außerdem konnten die Enthusiasten etwa 600 Paar Schuhe retten. Sie fanden die Turnschuhe aus einem Paar anhand der Seriennummern. So sieht die Geschichte dieses kleinen Schiffsunglücks aus. Welche Katastrophe ist euch am meisten im Gedächtnis geblieben? Schreibt dazu in die Kommentare. Für mich persönlich sticht das Schiffsunglück der Blume des Meeres hervor. So wird man jetzt sich auf die Suche machen, zusammen mit professionellen Schatzjägern, um sich ein paar Diamanten zu besorgen. Übrigens, was die Profis angeht. Freunde, ihr habt die Möglichkeit, Teil unseres Teams zu werden. Wenn ihr über Videobearbeitungsfähigkeiten verfügt, Videos auf Russisch, Englisch und anderen Sprachen vertonen könnt oder interessante Skripte schreibt, würden wir uns freuen, mit euch zusammenzuarbeiten. Schreibt dem Telegram-Bot. Der Link ist in der Beschreibung und danke euch für eure Aufmerksamkeit.